Heute möchte ich mich gern einer Frage widmen, die schon ein paar Mal eingetrudelt ist. Es geht um die Gültigkeitsdauer, also die Laufzeit und ob man die, ja, personalisiert einstellen kann, von der Uhrzeit her, vom Datum her, ob das technisch möglich ist. Für diejenigen, die noch nicht ganz so weit sind und nicht so genau wissen, was ich meine, ich habe mal 3 Fragen mitgebracht. Hier geht es 5 Tage vor Optionslaufzeitverfall automatisch raus, ob das technisch möglich ist. Oder ist es möglich, für langlaufende Optionen ein Schließen der Position automatisch nach x Tagen einzustellen? Oder aber auch, gibt es auch die Möglichkeit, ein Time Exit in der TWS für den Bullput Spread so zu programmieren, dass er an einem bestimmten Tag zu einer vorgegebenen Uhrzeit die Order schließt? Wie ihr das in der TWS technisch richtig macht, darum soll es in diesem Video gehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und ich sende euch einen ganz herzlichen Gruß aus der Hamburger City. Bevor es jetzt losgeht, das Video wird von links präsentiert und wir sehen uns gleich wieder. So, dann wollen wir mal. Wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es in der TWS ja immer reichlich Wege, um ans Ziel zu kommen. Heute zeige ich euch das Ganze mal über das Order-Ticket. Das findet ihr hier oben links, dieses kleine Symbol mit dem Wort Order drunter und einmal in der Orderzeile. Wir beginnen einmal mit dem Order-Ticket, klickt einmal hier auf das Symbol rauf und dann macht sich das folgende Fenster auf. Jetzt seht ihr hier die Gültigkeitsdauer, um die es jetzt heute gehen soll. Im Normalfall haben wir wahrscheinlich oder habt ihr wahrscheinlich entweder Day hier oben drin stehen oder GTC für Good Till Cancel. Das müssen wir jetzt tatsächlich abändern. Wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder Day to Cancel, dann haben wir die ganze Geschichte ab 5 Tage vorher. Oder dann brauchen wir tatsächlich Startzeit und Endzeit. Oder wir nutzen GTT, also Good Till Day, also 5 bis 5 Tage zum Beispiel vorher. Wenn ihr jetzt Startzeit und Endzeit hier nicht sehen solltet, müssen wir erstmal in die Einstellungen rein. Das machen wir einmal. Also entweder könnt ihr tatsächlich einmal versuchen, GTD und DTC anzuklicken. Vielleicht erscheint das dann hier schon bei euch. Wenn nicht, gehen wir einmal in die Einstellungen. Das machen wir hier auf der rechten Seite über Konfigurationen. Dann macht sich das folgende Fenster auf. Dann gehen wir auf Order Spalten und dann haben wir hier Endzeit und Startzeit habe ich jetzt hier schon drin. Das nehme ich raus, um das einmal zu zeigen, wie das funktioniert. So, dann gebt ihr hier oben in der weißen Zeile einfach mal Zeit ein. Und dann seht ihr schon, dass sich die TWS alles raussucht und euch anbietet, was es gibt. Und dann klickt ihr einmal auf die Endzeit, fügt es hinzu und das gleiche dann mit der Startzeit hinzufügen. Und dann seht ihr, dass es hier eingefügt ist. Dann geht ihr auf Übernehmen und okay, das mache ich jetzt nicht. Ich mache einfach nur mal abbrechen, weil ich das ja eben schon hatte in meiner TWS. Und zwar hier Endzeit und Startzeit. Das könnt ihr euch natürlich wieder hinschieben, wo ihr das hinhaben wollt, wo es für euch ja Sinn ergibt, weil hier dann auch die Daten eingetragen werden, die ihr gleich konfiguriert, damit ihr dann auch jeweils im Portfolio die Übersicht habt, wo habe ich denn jetzt etwas hinterlegt und wo nicht. So, wir gehen noch einmal in das Order-Ticket rein. Order-Ticket, oh, hier oben seht ihr das. Dann haben wir hier jetzt einmal DTC ausgewählt. Und jetzt könnt ihr ganz entspannt hier reingehen, beziehungsweise hier auf diesen
kleinen Kalender-Button klicken und könnt hier jetzt eingeben, wann tatsächlich ihr aus der ganzen Geschichte raus wollt, beziehungsweise von wann bis wann ihr drin bleiben möchtet. Einfach indem ihr ein Datum auswählt, dann auch noch die Zeit eingebt. Hier oben, das ist die amerikanische Zeit. Es wird aber auch automatisch hier unten angezeigt, ähm, was ihr umgerechnet deutsche Zeit hier habt. Wenn ihr das eingebt, dann ändert sich das automatisch hier unten für euch auch. So, das ist das eine. Das storniere ich jetzt einmal. Dann haben wir noch das gleiche mit GTD, also Good Till Day. Dann seht ihr im Gegensatz zu dem DTC, dass sich dann hier auch noch die Endzeit eintragen lässt. GTD. So, und dann könnt ihr tatsächlich einmal den Startzeitpunkt festlegen, indem ihr das hier eingebt und dann im Anschluss dann auch noch den Endzeitpunkt, jeweils mit Datum und mit Uhrzeit. Vorher müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr hier das richtige Handelsinstrument oder Finanzinstrument ausgewählt habt, also die richtige Position, die ausstehende Menge, den Limitkurs und so weiter. Und bitte, bitte auch nicht auf diese Geschichte verlassen, weil ihr wisst ja gar nicht, wo der Kurs tatsächlich steht, wenn ja dieser Zeitpunkt gekommen ist. Also, dass ihr da auf jeden Fall unbedingt noch mal reinschaut, ob das dann tatsächlich so für euch passt. Zusätzlich könnt ihr auch in den Einstellungen die Gültigkeitsdauer dauerhaft ändern. Das zeige ich euch auch gerne noch einmal. Dazu hatten wir auch schon mal ein Video gemacht, aber jetzt nicht auf GTC bezogen. Hier haben wir noch einmal das Konfigurationsfenster. Das macht ihr wieder hier über dieses kleine Rädchen. Dann scrollt ihr einmal so weit, bis ihr Voreinstellungen findet. Das ist hier auf der linken Seite. Und dann könnt ihr jetzt, wenn es jetzt in dem Fall um Optionen geht, hier die Optionen auswählen oder ihr geht auf das Plus und dann habt ihr auch hier die Optionen. Und dann seht ihr hier oben gleich am Anfang Gültigkeitsdauer. Hier könnt ihr dann tatsächlich auf alles wechseln, was das Programm euch hier anbietet. Und hier haben wir jetzt auch hier GTD, wie eben gezeigt, und auch DTC. Dann übernehmen und okay. Und dann habt ihr das fest drin, falls ihr, also beziehungsweise wenn ihr das nächste Mal das wieder nutzen möchtet und müsst es nicht oben immer umstellen. Aber immer dran denken, da dann trotzdem noch mal ein Auge drauf zu haben, falls ihr das dann nicht mehr nutzen wollen würdet für eine, ja, ich sag mal, normale Laufzeit. Dir hat das Video weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Unterstützung, damit dieser Kanal schnell weiter wachsen kann. Indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, Kommentare dalässt und den Thanks-Button nutzt. Vielen, vielen Dank. So, jetzt das Ganze nochmal in der Orderzeile wie versprochen. Die Orderzeile markieren, rechte Maustaste schließen und dann haben wir hier die Gültigkeitsdauer. Das müssen wir als erstes umändern von Day oder was auch immer bei euch gerade da drin stehen sollte. Dann entweder auf Day to Cancel. Dann haben wir hier die Endzeit, da klicken wir rauf und dann haben wir auch hier den kleinen Kalender-Button, wo wir raufgehen und dann seht ihr, dass sich hier dann wieder das gleiche Fenster öffnet wie eben. Dann wählen wir eine Laufzeit aus. Wir haben jetzt hier den 18. September 26, also nehmen wir jetzt einfach mal den 14. September. Moment, das ist der falsche Monat. So, 14. September und natürlich ein Jahr mehr. So, 14. September 26. Die Uhrzeit lasse ich jetzt einfach mal raus. Ich glaube, das erklärt sich von alleine und sage jetzt einfach mal okay. Und dann seht ihr, dass ich dann genau dieses Datum hier mit, also erst das Datum, ne, amerikanische Schreibweise, 14. September 26 und diese Uhrzeit hier eingetragen hat. Wenn ihr das ändern wollt, das ist kein Problem, einfach wieder reinklicken.
und dann die ganze Geschichte anpassen. So, dann haben wir noch die Möglichkeit, die andere Geschichte auszuwählen. Das war dann Good Till Day. Und dann seht ihr, dass sich hier bei der Endzeit eine weitere Geschichte geöffnet hat. Und hier geht ihr genauso wieder rein. Einmal reinklicken, dann könnt ihr den kleinen Kalender anwählen und dann habt ihr hier auch dann wieder die Möglichkeit, euer Datum auszuwählen und nachher dann natürlich dann noch übermitteln klicken, dass ihr die ganze Geschichte dann auch noch, ja, übermittelt an den Markt. Wir machen das jetzt einmal. Wir nehmen jetzt hier wieder sag jetzt mal 15. Okay. So, dann übermitteln wir einmal. Mal gucken, was das Übermittlungsfenster sagt. Genau. Und dann haben wir hier auch dann die GTD drin in diesem Fall oder dann die DTC Gültigkeitsdauer. Und dann haben wir hier Startzeit und Endzeit drin. Das sind, ne, solange es gelb ist, sind es nur Informationsfenster. Rot wird es dann, ja, vielleicht gefährlich, müsste man genauer hingucken. Aber ich wollte euch nur einmal zeigen, wie das dann in dem Order-Bestätigungsfenster, das ist es ja hier, Order-Bestätigung, wie das dann aussieht. So, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann am nächsten Freitag wieder mit einem sehr spannenden Thema. Als erstes Mal ist dann der Market Screener zu Gast. Das ist der Romain Arnaud. Unheimlich interessanter Mensch mit einem ganz, ganz tollen Produkt. Er wird euch am Freitag eine erste Einführung zu dem Produkt geben, einen Überblick über die Seite, was die Seite alles beinhaltet, was ihr alles machen könnt und welche tolle Performance diese Seite auch hat, wenn ihr dort den Signaldienst nutzen möchtet. Natürlich haben wir auch wieder einen tollen Preis rausschlagen können, also einen Rabatt für euch rausschlagen können, wie immer, wie ihr das schon gewohnt seid auf diesem Kanal. Und danach wird der Market Screener dann auch einmal im Monat wieder zu Gast sein und immer ein Thema rauspicken und das dann in der Tiefe erklären. Also wie immer als erstes eine etwas längere Einführung, eine grobe Einführung und danach Schritt für Schritt die Seite durch. Ein Thema in einem Kurzvideo in der Tiefe. Ich freue mich, wenn ihr am Freitag wieder einschaltet und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, ciao, macht's gut und passt auf euch und eure Trades auf.